Hallo, hier ist Maini. Aus den letzten 3-4 Videos habe ich ganz viele Mürbeteig-Reste übrig gehabt und möchte euch heute ein Rezept zeigen, wo ihr mit den Mürbeteig-Resten und ein bisschen Marmelade so einen wunderschönen Mürbeteig-Reibekuchen zubereiten könnt. Solltet ihr allerdings noch nicht gesehen haben, wie ich den Mürbeteig zubereite, dann zeige ich euch das jetzt im Schnelldurchlauf und dann machen wir den Kuchen zusammen. Viel Spaß dabei! Den 1-2-3 Mürbeteig bereite ich jetzt im Schnelldurchlauf zu. Bitte schaut euch das oben eingeblendete Video Mürbeteig Grundrezept unbedingt vollständig an. Ich gebe Puderzucker, weiche Butter, Salz und Eigelb in eine Schüssel und lasse das Ganze etwa 30 Sekunden von der Küchenmaschine durchkneten. Danach gebe ich das ganze Mehl auf Eimer rein und knete weitere 30 Sekunden mit der Hand durch, bis ich den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche final geschmeidig knete. Bitte nicht zu lange kneten. Der Teig wird halbiert in Folie gewickelt und kann so bis zu 10 Tage im Kühlschrank aufbewahrt werden. Unseren Mürbeteig bzw. die Reste frieren wir ein, weil er im gefrorenen Zustand gerieben werden muss. Ich verwende hier einen Backring mit einem Durchmesser von 28 cm. Je nachdem wie dünn bzw. dick ihr euren Kuchen haben wollt, könnt ihr mit der Größe des Backrings variieren. Nachdem der Boden gerieben wurde, streiche ich vorsichtig, aber zeitnah die Marmelade drauf. Nehmt einfach die Marmelade, die ihr noch im Kühlschrank habt, bzw. die euch schmeckt. Eine dicke Marmeladenschicht verträgt dieser Kuchen eher nicht. Hier heißt es also, weniger ist mehr. Danach wird noch die obere Schicht gerieben, draufgestreut und unser Mürbeteig-Reibekuchen wandert bei 175 Grad etwa 20 bis 25 Minuten in den Ofen. Je nach Größe des Kuchens können die Zeiten logischerweise variieren. Achtet einfach auf die schöne Backfarbe des Mürbeteigs. Wenn man will, kann man das Ganze noch mit Puderzucker verfeinern und im abgekühlten Zustand mit Kaffee oder Tee servieren. Besonders gut gefällt mir an diesem Rezept, dass man nur 2 Zutaten braucht, Mürbeteig und Marmelade. Marmelade hat man irgendwie immer zu Hause und wer Mürbeteig so gerne verwendet wie ich, der hebt meist die Reste auf und friert sie ein. Und da kann doch der unerwartete Sonntagsbesuch doch ruhig kommen, oder? In diesem Sinne, guten Appetit!